Man hat seinen Hauptchar auf dem normalen Server, dann gibt es jedes Jahr ein FEC. Kann man da was mit auf dem Hauptserver nehmen? Oder wieso fängt man immer wieder von vorne an? Weil es Spaß macht? Das würde ich sagen, ist der Hauptgrund, ja. Weil es Spaß macht und weil du alles mitnehmen kannst. Du kannst deinen Charakter mitnehmen und das komplette Equipment kannst du auch mitnehmen. Und dein Hauptchar, der bleibt ja auch. Theoretisch kannst du dir sogar jedes Jahr für deinen Hauptchar das neueste Equipment auf dem FEC holen und es dann in deinem Hauptchar geben, weil es dein Account gebunden ist. Du kannst es dann also einfach auf deinen anderen Char mit rüber traden, sofern er halt die gleiche Klasse hat. Also wenn er nicht die gleiche Klasse hat, kann er es halt nicht anziehen. Aber wenn du zum Beispiel ein BP hast oder ein Blade und du spielst dann auf dem FEC auch ein BP oder Blade, holst dir das neueste Equipment in Gold und transferierst dann rüber, dann kann auch dein alter Hauptchar das quasi mitnutzen. Also ich denke, ich sage mal so, es zwingt dich ja keiner auf dem FEC zu spielen. Und jeder kann es selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Und ich würde behaupten, am meisten Sinn ergibt es für Leute, für Bestandsspieler sozusagen, die immer spielen, am meisten Sinn ergibt es halt eigentlich immer dann in FEC zu spielen, wenn es wirklich viel neue Sachen gibt. Letztes Jahr zum Beispiel gab es eigentlich keine wirklichen neuen Sachen. Da hat es dann eher weniger Sinn ergeben. Also zwar ein objektiv betrachtet, für jemanden, der sowieso immer spielt. Muss natürlich, wie gesagt, muss jeder selber wissen. Aber es gibt ja viele Leute, die spielen halt nicht immer. Ich würde sagen, die meisten Leute spielen nicht immer. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Community, der wirklich das ganze Jahr spielt, jeden Tag. Das sind wirklich nur ganz wenige Leute. Die kannst du wahrscheinlich auf unter 500, würde ich die schätzen. Weltweit. Also jetzt wirklich nicht so ultra viele Leute. Dann gibt es halt extrem viele, die spielen nur den FEC. Dann extrem viele, die spielen dann mal 1-2 Monate auch einfach gar nicht, wenn sie gerade mal keinen Bock haben oder so dann ewig im Urlaub und nach dem Urlaub hat man dann erstmal was anderes so oder dann kommt man erst im Winter wieder zurück oder so. Lauter so klassische Fälle. Die sind schon immer da. Also die schweben quasi irgendwie um Flive herum, aber sind ja nicht immer am Spielen. Und wenn du so eine Pause hast von 1-2 Jahren, wo du nicht wirklich gespielt hast und du kriegst dann mit, oder du weißt, jetzt kommt wieder FEC und du weißt vielleicht sogar, oh, es gibt neues Equipment und so weiter. Das hast du alles nicht. Dein Char ist auch weit entfernt von Maximallevel, weil es gab zwischenzeitlich eine Levelerweiterung. Und dann weißt du, okay, ich will zwar immer noch meinen Main-Char spielen, aber der hat kein neues Equipment. Der hat komplett veraltetes Equipment. Das neue Equipment ist sehr teuer. Ich müsste jetzt erst wieder hochleveln, pipapo. Dann könnte man auch sagen, dann warte ich jetzt auf den nächsten FEC, hol mir da das neue Equipment, leichter, vermutlich günstiger. Es macht Spaß. Und ich kann es dann ja mitnehmen und meinem anderen Char wiedergeben. Und dann habe ich, oder ich benutze einfach den neuen Char, das ist ja die gleiche Klasse. Also wenn du jetzt nicht so sehr an dem einen Char unbedingt hängst. Oder es benutzen dann halt einfach beide. Und in der Off-Season sozusagen, wenn FEC vorbei ist, kannst du dann deinen alten Main-Character leveln. Und der hat dann aber schon direkt das neue Equipment komplett fertig und in Gold. Weil dieses Jahr die goldenen Sets, glaube ich, jetzt nicht so verlockend sind wie in anderen Jahren. Also rein optisch gesehen zumindest. Aber vom Prinzip her gibt es da verschiedenste Konstellationen, wie man das machen kann. Und wie gesagt, keiner zwingt dich ja dazu. Also wenn du selber sagst, du siehst den Sinn dahinter nicht, ja, du musst ja auch nicht spielen. Also der FEC ist, denke ich, am besten gedacht für Leute, die halt eben nicht die ganze Zeit spielen. Für jemanden, der jetzt auf Duo-Deng vor Start des FECs schon alles Ultimate plus 10 hatte oder halt, ja, Maximallevel erreicht hat, alles gemacht hat, ja, warum sollte der FEC spielen? Ja, muss er ja aber auch nicht. Also genau das ist es, ja. Warum muss er spielen oder warum sollte er spielen? Wenn er sagt, macht für mich keinen Sinn, dann war es das ja. Dann ist das ja die Antwort. Dann einfach nicht spielen. Also der Hauptfaktor ist, denke ich, definitiv Spaß. Dann auf jeden Fall neue Leute wollen sie mit dem FEC erreichen. Und dann halt das andere Beispiel, was ich gegeben habe, für Leute, die halt nicht immer spielen, um halt auch einfach wieder aufzuholen und das neue Equipment sich zu holen.
direkt auch in einer besseren Version. Die goldenen Sachen sind halt auch minimal besser. Das ist halt noch so ein Anreiz. Also selbst wenn du sagst, du bist auf Borodeng schon fertig, dann kann man immer noch argumentieren, ja, aber die goldenen Sets und Waffen sind 10% besser. Also wenn du wirklich das absolute Limit deines Schadens, deines Charakters austesten willst, dann wiederum wärst du schon so ein bisschen gezwungen. Ich meine, es trifft natürlich auch auf ein paar Leute zu, die wollen immer der Stärkste sein, immer das Beste haben. Das gibt es tatsächlich halt nur auf dem FEC. Weil das goldene Zeug, und ja, es ist, wie gesagt, leider 10% besser. Was eigentlich nicht so viel Unterschied macht, weil wenn du perfektes Equipment hast, das nicht Gold ist, versus perfektes Equipment, das Gold ist, ja, wird wahrscheinlich Pi mal Daumen einen 5 bis 10% Schadensunterschied haben. Ich meine, es gibt zum Beispiel keinen goldenen Schmuck, also der Schmuck wäre gleich. Aber Set und Waffen machen schon auch viel aus. Vielleicht hättest du dann 5 bis 10% mehr Schaden. Aber da redet man von Schaden in einem Bereich, wo es wirklich keine Rolle mehr spielt, ob der noch 5% oder 10% höher ist. Weil du es einfach nicht brauchst. Es gibt nichts in dem Spiel, wofür du so viel Schaden brauchst oder so gutes Equipment. Das ist dann wirklich rein fürs Prestige, für den Flex, für dich selbst, dass du sagst, ja, ich will halt das Beste sein, ich will der Beste sein. So, das wäre halt auch noch ein Grund. Also ich meine, wie gesagt, die Gründe sind verschieden, muss jeder selber entscheiden. Aber das wären alles so Überlegungen, warum du spielst oder warum du nicht spielst. Und es gibt wahrscheinlich noch viele weitere, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Aber, ja, also es ist halt eine schwierige, komplexe Thematik. Gibt ja auch einige Leute, die boykottieren den FEC komplett. Aber ich glaube, die Zahl der Leute, die den komplett ablehnen, den FEC, wird immer kleiner tatsächlich. Was halt auch daran liegt, dass der Fokus von Gala offensichtlich der FEC ist. Also das ist offensichtlich das, was die Leute am meisten begeistert, die Leute am meisten catcht, den meisten Hype auslöst und wo auch die meisten Ressourcen reinfließen. Und wenn man das merkt, ist natürlich immer ein bisschen blöd. Dann fühlt man sich immer so ein bisschen im Stich gelassen, wenn man da nicht daran teilnimmt.